Hallo Freunde, Konnichiwa. Es ist Mittwoch und es sind 23 Grad Celsius. Und heute sind wir mal wieder in Bayreuth unterwegs und machen einen kleinen Lauf durch den Innenstadtbereich. Gründungsdatum und Geschichte der Stadt Bayreuth liegen im Dunkeln. Stadtgründer waren die Grafen von Andechs und noch heute zeigt die Innenstadt die typische Struktur eines bayerischen Straßenmarktes. Die Siedlung gruppiert sich um eine zum Platz erweiterte Durchgangsstraße, in deren Mitte das Rathaus stand. Abseits davon lag die Kirche und auf einem kleinen Hügelsporn die herrschaftliche Burg. Die älteste erhaltene Urkunde, in der Bayreuth mit einer großen Repräsentanz der damaligen geistlichen und westlichen Herrschaft genannt wird, stammt aus dem Jahre 1194. Im Jahre 1260 fiel das Land am Obermain durch Erbschaft an die Burggrafen von Nürnberg und somit in den Besitz jener Dynastie, die als Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach die Geschichte der Stadt und der Region über ein halbes Jahrtausend bestimmen sollte. Ich möchte auch gar nicht mehr weiter. Weißt du, da vorne an der Kirche ist Schluss. Bis 1603 war die Plassenburg in Kulmbach Residenz und Zentrum des Landes. Bayreuth entwickelte sich nur langsam und wurde durch Kriege und Seuchen immer wieder geschädigt. (1430) zerstörten die Hussiten die Stadt. 1602 wurde sie von der Pest heimgesucht. 1605 und 1621 durch Stadtbrände schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Wendepunkt der Stadtgeschichte war der Regierungsantritt des Markgrafen Christian im Jahre 1603. Er verlagerte seine Residenz von Kulmbach nach Bayreuth, wofür das hiesige alte Schloss vielfach aus- und umgebaut wurde. Durch die neue Funktion als Residenzstadt änderten sich die Bevölkerungsstruktur und Stadtbild. Aus der Handwerker wurde eine Hofbeamtenstadt. Der junge Markgraf Christian hatte seine Regierung mit großen Ambitionen angetreten. Trotz seiner Bemühungen um Ausgleich wurde er in den Dreißigjährigen Krieg hineingezogen, so dass der begonnene Ausbau der Residenzstadt stagnierte. Das flache Land und auch die Stadt Bayreuth wurden von Verwüstungen, Plünderungen und Geiselnahme der kaiserlichen Truppen heimgesucht. Christian starb 1655 nach 52-jähriger Regentschaft. Sein Enkel Christian Ernst regierte von 1661 bis 1712. Nur langsam normalisierte sich nach dem Großen Krieg das Leben.
Der Markgrafenbrunnen und ein Reitermonument, das zuerst im alten Schlosshof stand und heute den Platz vor dem neuen Schloss beherrscht, erinnern noch an Christian Ernst, der an der Befreiung des von der Türken belagerten Wiens beteiligt war. Ab 1701 entstand als Neugründung die Stadt St. Georgen, Lieblingsprojekt des Erbprinzen und späteren Markgrafen Georg Wilhelm. Das feudale St. Georgen bestand aus mehreren Schlossbauten und einem Altenheim, dem Grafenreuther Stift. Die Ordenskirche ist noch heute das schönste unveränderte Zeugnis der Bayreuther Hofkunst um 1700. Bis 1811 war St. Georgen eine selbstständige, von Bayreuth unabhängige Stadt. Jahre 1941 nach Minsk verschleppt und ermordet. Sabine Oppenheimer, 65 Jahre, 1941 nach Riga verschleppt und am 31. Januar 1942 ermordet. Frieda Friedel, 55 Jahre, 1943 nach Auschwitz verschleppt und ermordet. Alfred Abraham Schul, 43 Jahre, 1942 nach Warschau verschleppt und ermordet. Henriette Frenzdorf, 67 Jahre, 1943 nach Theresienstadt und 1944 nach Auschwitz verschleppt, am 17. Mai 1944 ermordet. Seine Blütenzeit erlebte Bayreuth unter der Regentschaft des Markgrafenpaares Friedrich und Wilhelmine, der kunstsinnigen Lieblingsschwester Friedrichs des Großen. In der Zeit zwischen 1735 und 1763 entstanden in rascher Folge die repräsentativen Bauten und Anlagen, von denen die Stadt heute noch geprägt wird. So das markgräfliche Opernhaus, das wohl schönste erhaltene Barocktheater Europas, so die Eremitage, das Neuschloss, die Friedrichstraße und der Hofgarten. Wilhelmine unterhielt ein Opernensemble, eine Ballett- und eine Schauspieltruppe. Markgraf Friedrich, ein kultivierter und gebildeter Fürst der Aufklärung, gründete 1742 in Bayreuth eine Universität, die jetzige Universität Erlangen, und 1756 eine Kunstakademie. Die Bayreuther Hofkunst orientierte sich an französischen Vorbildern. Sie bevorzugte Künstler aus Frankreich und Italien. Die wertvollen markgräflichen Kunstsammlungen, bestehend aus Gemälden, Antiquitäten, Porzellan und vielen mehr, wurde durch die unglücklichen politischen Verhältnisse des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts zerstreut oder vernichtet. Das Ende Bayreuths als Residenzstadt war 1769 gekommen, als das Fürstentum aufgrund eines Erbvertrages an den Ansbacher Markgrafen fiel. (1792) wurde Bayreuth preußisch mit dem Einsatz herausragender Kräfte wie Alexander von Humboldt,
als Bergbaudirektor und Karl August von Hardenburg als Provinzgouverneur. Ab 1806 hatte die Stadt stark unter der napoleonischen Besatzungsmacht zu leiden, die immer wieder Kriegskontributionen erpresste. 1810 Bayreuth wird bayerisch. Der Übergang an das neu formierte Königreich Bayern brachte wieder eine geordnete Verwaltung. 1818 wurde die bayerische Gemeindeordnung eingeführt, womit die Stadt hauptberufliche Bürgermeister bekam. Fortführung der verlorenen Funktion als Residenzstadt wurde Bayreuth Sitz der Regierung des Obermain-Kreises, der späteren Regierung von Oberfranken. Ein großes Problem um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Eisenbahnanschluss. Die Präferenzen des Bayerischen Königreichs für weit von Bayreuth entfernt gewählte Streckenführung brachten die Stadt beim neuen Eisenbahnnetz ins Abseits. Nur zögerlich siedelte sich Industrie an. Es waren hauptsächlich Spinnereien und Brauereien, die größere Betriebe errichteten. Vom bayerischen Militär waren das 6. Regiment und das 7. Infanterieregiment in Bayreuth stationiert. Sag ich ja, alleinerziehende Mutter, die im Kindergarten arbeitet? Das beschauliche Dasein der fränkischen Kleinstadt fand ein Ende, als 1876 die Richard-Wagner-Festspiele ihren Anfang nahmen. Schon 1873 hatte Richard Wagner sein Wohnhaus, von ihm Wahnfried genannt, bezogen. Nach dem Tod Wagners wurde das Festspielunternehmen von seiner Witwe Cosima fortgeführt. Hochrangige Musiker und Literaten, aber auch immer mehr Prominenz aus Wirtschaft und Politik unter den Besuchern sorgten dafür, dass sich die Bayreuther Festspiele ab 1888 im kulturellen und gesellschaftlichen Leben Europas etablierten. Die besondere Rolle, die Bayreuth und Wagner in der Ideologie Adolf Hitlers spielten, musste die Stadt 1945 büßen. Gerne hatte man sich als Kraftzentrum der Nationalsozialismus feiern lassen und Hitler mit seinem engeren Umkreis als regelmäßige Festspielgäste bejubelt. In den letzten Kriegswochen wurde die Stadt schwer bombardiert und zu einem Drittel zerstört, wobei rund 1000 Menschen ums Leben kamen. Die Stadt Bayreuth in Oberfranken in der Zeit
des Nationalsozialismus, Hauptstadt des Gaus Bayreuth, erlebte im Zweiten Weltkrieg vor Kriegsende 4 alliierte Luftangriffe. 2 schwere Angriffe wurden durch die 8. US-Luftflotte und am 5. und 8. April 1945, ein leichter Angriff am 10. April nachts und ein sehr schwerer am 11. April durch die britische Royal Air Force durchgeführt. Insgesamt 205 Bombenflugzeuge, davon 196 schwere 4-motorige Langstreckenbomber waren bei den Angriffen im Einsatz. Sie warfen 577 Tonnen Bomben, 472 Tonnen Spreng- und 105 Tonnen Brandbomben auf die Stadt, die über keine effiziente Flugabwehr mehr verfügte. 36,8% des Wohnraums, zahlreiche öffentliche Gebäude und 32% der Industrie- und Gewerbeanlagen wurden zerstört. Dazu wertvolle Kulturbauten der früheren markgräflichen Residenz. Die Zahl der Todesopfer wurde zunächst mit 741, darunter 82 Kinder unter 15 Jahren und 76 Ausländer, später mit 875 bis über 1000 angegeben. Am 14. April wurde Bayreuth nach Artilleriebeschuss und Jagdbomberangriffen mit Teilzerstörung der Eremitage aufgrund der Ablehnung einer kampflosen Übergabe durch den Kampfkommandanten General August Hagel ohne deutsche Gegenwehr durch US-Truppen besetzt.
So langsam kommen wir zum Ende des Laufes. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Also bis demnächst. Lasst gerne einige Kommentare da und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und ich möchte mich bei allen meinen Abonnenten bedanken für die tolle Unterstützung meines Kanals.